ihr Landratten. Kleiner Frühstart. Und den Grund dafür, den seht ihr auch gleich hier im Bild. Aruna Burke ist noch ja, quasi vor der Evergreen und vor der NYK. Und das Ganze natürlich mit den Jungs von Fairplay. Es wäre Frevel gewesen, jetzt mit dem Stream noch zu warten und den nicht einfach schon zu starten. Einen wunderschönen Sonntagnachmittag wünsche ich euch allen. So, die Aruna Burke. Gar nicht laufenden. 193 Meter lang ist sie und 3 Meter breit. Ein Bulk Carrier. Baujahr 2011. Und wie ihr seht, stehe ich hier am Bild ist immer grau, sagt ihr. Okay, eine Sekunde. Da arbeiten wir dran. Ja, Moment. Bild ist jetzt gleich einmal weg. Moin! So, gucken wir mal, ob es jetzt besser ist. Gab gerade eine Fähre. Also, und da kommt sie, die Aruna Burke mit Fairplay. Wer ist denn das da vorne? 95 ist das. Ja, die sind flott unterwegs. Schade, schade. Haben wir nicht mitbekommen, wie die vorne angespannt haben. Hinten Fairplay 91. Schon dran. Also holter die Polter, der Frühstart hier. Passt das jetzt mit dem Bild? Ich glaube ja, oder? Da, das Wassertaxi für die Lotsen auch schon wieder unterwegs. Und da sind doch einige an Deck bei dem Wetter. Es ist zwar frisch, aber wenigstens haben wir ein bisschen Sonne. Müssten so um die 1-2 Grad sein, aktuell. Wäre doch schade gewesen, wenn ich euch das Schiffchen vorenthalten hätte, oder? Geplant ist die Ever Gifted, die braucht noch einen kleinen Moment. Vor der Ever Gifted haben wir noch die NYK, hui, wie heißt die denn wieder? Rumina, glaube ich, oder Rumina, irgendwie sowas in der Art. Die ist auf jeden Fall noch vor der Evergreen. Und ja, da müssen wir mal gucken, wie
was so Lust und Laune sagen. Hinter der Evergifted haben wir noch eine Maersk. Ich meine die San Nicolas oder ist es San Marco Maersk? San Marco, San Nicolas Maersk. Eine von den beiden. Venom eröffnet auf Twitch und verlängert seinen Sub dort. Ganz lieben Dank dafür. Mike ist wieder da mit 2,49. Mike, ganz lieben Dank dafür. Und Tapsi ist auch in unser Haus. Verschenkt eine Mitgliedschaft. Tapsi, herzlichen Dank dafür. Dann noch ein Nachzügler. Gestern die Nelly ist auch bei uns auf dem Fischmarkt Mitglied geworden. Haben wir leider vergessen. Gestern, ja, da waren wir schon in den letzten Zügen. Und daher jetzt nochmal Nelly. Herzlich willkommen auch. Andi, der Sattelschlepper, haut 5 Mitgliedschaften raus. Andi, danke dir vielmals. Und dann haben wir den MR Mario mit 36,99 QAR. Was ist QAR? Auf jeden Fall einen ganz lieben Dank. Ist das QAR? Was ist ein QAR für eine Währung? Ja, ich wollte mich heute mal wieder rauswagen. Die letzten, ihr habt das ja mitbekommen, Tanja und ich waren ein bisschen krank. Jetzt natürlich wieder auf dem Wege der Besserung. Geht auch soweit alles wieder ganz gut. Die letzten Streams haben wir dann aber lieber von Deck 7 gemacht. Und ja, heute bei dem Wetter dachte ich mir, da kannst du dich mal langsam wieder rauswagen und mal wieder einen kleinen Stream hier vom Bubenderufer machen. Achtung, Nase zu halten. Denn auch wenn es mittlerweile besser geht, die Nase läuft trotzdem. Katar irgendwas. Katar Rial. Okay, Katar Rial. Okay, ist das in Katar die Währung? Ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, wie auch immer man das umrechnet. Schwester Hansen ist auch da. Moin, die Schwester. Ja, und ich dachte mir, heute kannst du mal wieder ein bisschen rausgehen, ein bisschen in die Sonne, mal gucken, wie es so temperaturmäßig ist. Ein bisschen Schiffe gucken und schauen wir mal, wie lange das so funktioniert mit den Temperaturen. Na, das habe ich Nase zuhalten gesagt. Oh Mann, ey. Ich und meine Sprachfehler. Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, habt ihr wenigstens was zu lachen. Gecko ist seit 10 Monaten dabei. Danke, Gecko. Und Finn auch seit 7 Monaten. Und er sagt, heute Abend soll wohl die Costco wieder auslaufen. Und bitte MSC Preziosa Horn. Ja, MSC Preziosa läuft auch heute Abend aus. Aber du wünschst dir wahrscheinlich das Horn der MSC Preziosa. Kommt postwendend. Danke dir. Johannes fragt, ob Fabian auch dabei ist. Also das mit dem Fabian, das soll ja jetzt nicht immer so sein. Das ist so ein nettes Goodie, den wir ab und zu mal als Experten für Kreuzfahrten dazuschalten. Aber er soll ja jetzt nicht Bestandteil von jeder Sendung sein. Denn ja, erstmal ist das natürlich eine Zeitfrage und auf der anderen Seite glaube ich, es soll auch ein bisschen was Besonderes sein. Nasenstöpsel für Paddy von Till Eulenspiegel. Danke dir. 2 Monate dabei. Danke, danke. 5 Euro kommen nochmal per PayPal. Anonym. Herrliche Bilder. Super, dass du am Start bist. Grüße von Sönke. Ach, der Sönke ist das. Sönke, danke dir vielmals. Und 2 Euro Superchat von Finn. Danke. Gecko verschenkt eine Mitgliedschaft. Danke, Gecko. Und Chrissy ist dabei mit 2 Euro Superchat. Chrissy hat, glaube ich, auch vorhin schon, bevor der Stream gestartet wird, einen rausgehauen. Chrissy, ganz lieben Dank dafür. Und der Pike 7 ist auf Twitch dabei. Im 5. Monat mit einem Sub. Dankeschön. Ja, ich glaube, ich kann gleich mal rüberschwenken. Also irgendwas sieht man da hinten schon am Horizont. Wobei das gerade lichtmäßig natürlich hier mit der Aruna Berg
und dem Fairplay-Schlepper sehr gut aussieht. Ja, erstmal schauen, ob die Technik jetzt hier soweit hält. Aber sieht im Moment eigentlich alles ganz gut aus. War nur am Anfang so ein kleiner Verschlucker. Der Halunderjet immer noch im Winterschlaf da hinten im Hintergrund. Oh, Seimöwe, scheiß drauf, hat die Nacht in der Tierklinik verbracht. Das klingt nicht gut. Tierklinik ist immer, wenn mit den Vierbeinern was ist, immer schlimm. Jürgen M. aus Alto, einjährig. 12 Monate Fischmarkt. Dankeschön. Und er schreibt, bin kurz nach meiner Genesung wieder krank. Na, hoffentlich passiert mir das nicht. Nicht, dass ich dir das jetzt wünsche, Jürgen, aber ich bin da mal ganz eigennützig und hoffe, dass ich jetzt erstmal das Gröbste überstanden habe. Ich spreche noch so ein bisschen durch die Nase, aber ansonsten so körperlich geht es eigentlich ganz gut. Jetzt kommt hier gleich eine Fähre an und wenn die durch ist, dann können wir mal umschwenken. Denn die Ever Gifted, die erscheint schon da hinten am Horizont. Henrik, danke dir vielmals. 10 € als kleine Aufwandsentschädigung. Das ist aber lieb. Lola fragt, ob es eine Uhrzeit für die Costco gibt. Ja, Lola, also ehrlich gesagt habe ich die Costco überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Also mein Plan ist eigentlich, jetzt mal zu schauen hier, so ein bisschen in den Sonnenuntergang rein. Ever Gifted, vielleicht noch die Maersk hinten dran. Und viel weiter habe ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Also an Costco und Preziosa, so weit war ich heute gar nicht. Andi, der Sattelschlepper, ist auch mal wieder dabei. Und er schreibt, Hamburg Hafen Live heute mit 2 Stunden Schleppershow. Ja. Aber von Schleppern könnt ihr doch gar nicht genug bekommen, oder? Mirko fragt, ob ich Wärmesohlen anhabe. Ja, in der Tat. Die guten Wärmesohlen. Die sind wirklich Gold wert, die Dinger. So, da kommt aber noch eine Fähre, die warten wir auch noch ab. Ach, circa 21 Uhr soll sie rausgehen, die Costco. Okay, danke für die Info. Ja, aber wie gesagt, soweit habe ich bisher weder geplant noch gedacht. Genießt doch den Augenblick. Das, was wir gerade jetzt haben und nicht das, was wir erst in vielen Stunden haben könnten. Da ist auch schon der nächste Schlepper unterwegs. Die werden sich jetzt alle so langsam aufmachen in Richtung von der NYK Romina und der Ever Gifted, wobei die Ever Gifted, die braucht noch so ein kleines bisschen. Ja, Dirk, herrlich, wie blau das Wasser ist. Also es ist auch wirklich unfassbar, sobald die Sonne rauskommt. Ja, es ist alles irgendwie besser. Es ist alles positiver. Alles tipptopp.
Guckt euch mal das an, dieses schöne Licht- und Schattenspiel auf der Fähre. Herrlich. Rich lässt auch nochmal 5 Euro Superchat da. Rich, ganz lieben Dank an dich. Der schreibt Danke an den allerbesten Klabautermann. Paddy nebst Tanja und Moderatoren. Klabautermann. So hat mich auch noch niemand genannt. Aber passt schon, passt. Petra, danke auch an dich für 5 Euro per PayPal mit lieben Grüßen. Lesjan fragt, Hamburg Hafen Live, bist du eigentlich auch bei Twitch vertreten? Lesjan, mein Lieber, gehst du zu Twitch, suchst du Hamburg Hafen Live. Aber schön, dass du mal wieder reinschaust. Oh, guck mal, was da hinten am Elbstrand los ist. Hatte ich auch erst überlegt, ob ich dahin gehe. Ist ja auch immer ein sehr schöner Blick auf das Terminal. Aber dann dachte ich mir, Sonntagnachmittag, Elbstrand bei Sonnenschein, da ist bestimmt Spaziergeh-Attacke. So, ich will mal den großen Schwenk machen. Quasi den U-Turn. Und da im Hintergrund sehen wir schon die Ever Gifted mit rund 20.000 Toy. 400 Meter Länge, 59 Meter Breite. Davor kommt aber noch eine NYK rein. Fecker verschenkt 10 Mitgliedschaften. Hey, ganz, ganz lieben Dank dafür. Danke, danke, danke. Tobias, danke für 4 Monate auf der Reeperbahn. Schreibt, bin auch mal wieder live dabei. Schön, dass du dabei bist. Und Christina feiert auch Einjähriges. Liebe Grüße aus Saffig in Rheinland-Pfalz. Oh, guck mal, wie schön die Evergreen da hinten leuchtet. Ich muss mal kurz an meiner Kamera was dödeln. So, jetzt müsste die auch wieder gerade sein. So, was habe ich eben gesagt? Achtung, Nase zu halten. Nee, richtig ist natürlich Achtung, Ohren zu halten. Für das Paddyhorn. Ja, wollen wir doch mal schauen, was da vor der Ever Gifted reinkommt. Das ist die NYK Rumina. Die hat eine Länge von 294 Metern, eine Breite von 32 Metern und ist Baujahr 2010. Hat eine Kapazität von 4.888 Standardcontainern und fährt unter der Flagge von Singapur. Kommt gerade aus Rotterdam, war davor in Le Havre und Southampton. Juliana, ganz lieben Dank. 10 Monate Fischmarkt. Und der Grasbauer ist auch wieder dabei. Im 5. Monat auf Twitch. Mit einem Sub und schreibt Dank für die tollen Bilder aus dem weltbesten Hafen. Ja, da gebe ich dir recht. Der Hafen hier in Hamburg, der ist wirklich ganz, ganz weit vorne. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass er so insgesamt, zumindest was so Containerfracht angeht, eher am Schrumpfen ist. Also da sind die Zahlen eher rückläufig. Das ist natürlich so ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz ist natürlich dieser Hafen hier mitten in der Stadt rein, was Bilder angeht,
glaube ich, ganz weit vorne. Onkel Jupp, 12-monatiges. Dankeschön. Röner fragt, ob es eigentlich Überholungen gibt vom Grauer Ort bis nach Hamburg rein. Ja, das ist eine Frage der Schiffsgröße, ne? Also die gibt es natürlich schon, aber wenn die Biester zu groß sind, die beiden, dann funktioniert das nicht. Wo da jetzt aber genau die Grenzen liegen, das weiß ich auch nicht auswendig. Elbe 1, der liebe Jens ist auch wieder dabei. Und jetzt schon im 13. Monat. Moin, mein Lieber. Ich muss mal gucken, ob ich das Mikro etwas an die Seite tue, wenn ich schleife. Ist dann vielleicht nicht ganz so laut. Da kommen sie wie an einer Perlenkette aufgereiht. Ja, Angelika, das sieht aus wie Frühling ist, aber trotzdem recht frisch. Also darf sie nicht täuschen lassen. Hände sind trotzdem kalt. Mütze gehört auch dazu. Und ich denke, wenn nachher die Sonne weg ist, dann wird das auch knackig. Languste fragt, ob die Schiffe zickzack laufen. Ja, das sieht in der Tat so ein bisschen so aus, ne? Die fahren auf jeden Fall da hinten noch so ein paar kleine Kurven. Und das liegt einfach daran, dass die sich natürlich an die Fahrrinne halten müssen. Also gerade die größeren Containerschiffe sind natürlich darauf angewiesen, dass sie dort fahren, wo das Fahrwasser am tiefsten ist. Und das geht nicht ganz schnurstracks. Und je nachdem, wie man da drauf guckt, sieht das manchmal tatsächlich so aus, als ob die so ein bisschen zickzack fahren. Jetzt sehen wir da hinten, kommen gerade die Lotsen. Da ist Lotsenwechsel, das heißt, der Elblotse wird abgelöst durch den Hafenlotsen. Der Elblotse hat das Schiff begleitet von Brunsbüttel. Der Seelotse, der geht an Bord draußen in der Deutschen Bucht beim Stationsschiff Elbe 1 oder Elbe Pilot. Fährt dann mit bis nach Brunsbüttel, dann geht der Elblotse drauf. Die fahren mit hier bis ungefähr nach Teufelsbrück, also hier, wo ihr jetzt auch gerade die Schiffe seht. Und dort ist dann Wechsel zum Hafenlotsen und der Hafenlotse, der übernimmt dann das ganze Manöver inklusive Einparken und so weiter hier im Hamburger Hafen. Worf 81 im 4. Monat mit dem Prime Sub dabei. Dankeschön. Und Xarax 81 ist auf Twitch neu dabei, auch mit einem Prime Sub. Herzlichen Dank. Fecker fragt, wie tief ist die Fahrrinne bzw. wie tief der Hafen ist. Fecker, ich vergesse es immer wieder. Die genauen Zahlen müsste ich jetzt auch googeln. Vielleicht hat jemand von euch Lust, das mal gerade nachzugoogeln, wie der aktuelle Stand ist. Also die Fahrrinne ist teilweise unterschiedlich tief. Was man aber sagen kann, ist, was der maximale Tiefgang ist, den Schiffe haben können. Also Fahrrinne ist halt nicht gleichmäßig tief ausgebaggert. Aber ich glaube, die maximale Tiefe, je nach Tide, liegt irgendwo bei 14 Meter noch was. Aber bitte, wer Lust hat oder das gerade aus dem Kopf weiß, haut mal gerne raus die Info.
Ja, hinten am Elbufer ist doch ordentlich was los. Jetzt müssen wir mal eben 2 Fähren abwarten. Felix schreibt 12,80 Meter Tide unabhängig im Hafen und mit der Tide bis zu 16 Meter. Okay, es sind ein paar unterschiedliche Infos hier. Allerdings verändert sich diese Zahl auch immer wieder. Von daher, ich glaube, am besten ist einfach, wenn man da mal auf der Webseite von der HPA nachguckt. Ich meine, dort ist das verzeichnet. Ach, ist das nicht herrlich, dieses Hapag-Lloyd-Orange mit dem blauen Himmel? Leute, Leute, was für Farben. Aber jetzt ist hier auch gerade richtig Fährenattacke. Im Hintergrund ist noch eine 62, will die auch noch hier ran. Müssen wir erstmal einen Moment wegschwenken, bis die Gäste alle rein und raus sind. Ich bin gleich auch wieder bei euch im Chat. So, und da steht schon die nächste Fähre. Die parkt jetzt einfach mal rückwärts ein. Im Hintergrund die NYK. Da, ganz schön was los beim alten Schweden. So, aber die Fähren haben so langsam hier den Fährenknoten aufgelöst. Das heißt, wir können weiter Containerschiffe gucken. Brigitte, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Ein neues Mitglied auf dem Fischmarkt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Dann der Frank-Film mit 2 Euro Superchat. Frank, herzlichen Dank dafür. Er schreibt, im Mai ist er das erste Mal in Hamburg. Oder Sie sind das erste Mal in Hamburg. Und Tanja liebt Hamburg. Ja, könnte auch meine Tanja sein. Im 4. Monat dabei. Dankeschön.
schönes Wuselbild hier, oder? Ja, ihr Lieben, ich bin zwischendurch immer mal ein bisschen raus aus dem Chat. Ihr kennt das ja schon, aber trotzdem möchte ich das immer mal wieder erwähnen für die, die neu dazukommen. Es ist schwierig, den Chat zu lesen, die Kamera zu führen, also alles gleichzeitig zu machen. Und wenn da ein bisschen was los ist, dann geht mir doch das ein oder andere durch die Lappen. Bitte nicht böse sein. Das ist nicht die pure Ignoranz, das ist einfach nur die Unfähigkeit, in meinem Alter zu viele Dinge gleichzeitig zu tun. Und auch wenn ich mal irgendwas Wichtiges überlese oder übersehe, auch eine Spende oder ähnliches, bitte, 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 keine böse Absicht. Schwarzbart Jürgen, moin mein Lieber, im 5. Monat bei Twitch dabei. Schön, dass du an Bord bist. Und nach Tanja liebt Hamburg kommt jetzt Aus Liebe zu Hamburg. Aus Liebe zu Hamburg mit einer Mitgliedschaft auf dem Fischmarkt. Willkommen an Bord. Wir brauchen mehr Hörner. Typhon, einmal Ohren zu halten. Passt eigentlich die Lautstärke von den Hörnern jetzt so halbwegs? Die waren letztens ein bisschen leise und ich habe die alle mal so pauschal so ein bisschen hochgeregelt, ohne das aber jetzt so ganz genau zu kontrollieren. Das habe ich so ein bisschen nach Gefühl gemacht. Languste schreibt, meine Ohren sind noch dran. Nicht meine Hörner sind noch dran. Die Hörner sind hoffentlich auch noch dran. Genau, Karin, halt einfach die Nase zu. Ja. Ach, es ist herrlich. Wer den Sprachfehler hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Mir fehlt eine Ablagefläche für meine Kamera. Sierra fragt, ob die Ever Gifted schon zu sehen ist. Hat ein Paket für mich. Ja, die haben wir eben schon im Bild gehabt. Kommt direkt hinter der NYK Romina. Die nehmen wir jetzt aber hier erstmal aus nächster Nähe mit. Und dann kommt die Ever Gifted direkt dahinter. Wo geht die hin, die NYK Romina? Vielleicht mag mal jemand nachschauen von euch. Ich würde jetzt mal auf Container Terminal Altenwerder tippen, weil da noch kein Schlepper dran ist. Finn hat nachgeguckt. CTA. Danke dir, Finn. Grüße aus dem Ruhrpott mit einem standesgemäßen Glückaufkommen von Andreas, der jetzt seit 10 Monaten dabei ist. Und Mike Fassbender, 2,49 mit Hansi Seehund. Ja, die winkenden Männer.
Die haben wir schon lange nicht mehr gehabt, oder? Ich liebe Details. Ich liebe Details. So, wir schauen noch mal kurz hinterher. Aber Ever Gifted steht schon in der Warteschlange. Torben mit 2 Euro Superchat und er fragt, hast du noch das Horn von meiner Lady? Torben, wer war denn jetzt deine Lady? War das die Singapore Express? Auf Callao gehst du ja erst, oder? Torben, wer ist deine Lady? Ich meine, die Singapore Express müsste das sein. So, da kommt gerade noch eine Fähre aus Finkenwerder. Die warte ich ab. Solange gucken wir noch hier auf die NYK Romina. Und wenn die Fähre durch ist, dann machen wir den Schwenk auf die Ever Gifted. Erhard, ganz lieben Dank auch an dich. 5,99 Superchat. Und er schreibt, sind wieder tolle Bilder. Viele Grüße an das ganze Hamburg Hafen Live Team. Ja, ich hoffe, die Bilder gefallen euch, die Qualität passt. So langsam groove ich mich ja mit dem neuen System ein. Weil am Anfang habt ihr gesehen, ab und zu muss man noch mal einmal dagegen treten gegen die Kiste. Am Anfang ist halt wie so ein Opel Manta, der läuft erst rund, wenn man einmal gegengetreten hat und den Fuchsschwanz rausgehangen hat. Aber so langsam geht es eigentlich ganz gut. So, die letzten Streams waren eigentlich alle relativ stabil. „13 Monate Fischmarkt von Guido aus dem Westerwald. Guido, liebe Grüße in den Westerwald zu Morlock Motors. Und Mike haut nochmal 2,49 raus und fragt, gibt es eine Höchstgeschwindigkeit, wo du bist? Also grundsätzlich gilt ja die Höchstgeschwindigkeit von 22 km/h, zumindest was die ganzen Sportboote und Ähnliches angeht im Hamburger Hafen. Die ganz genauen Richtlinien nochmal, das müsste ich jetzt nachschauen, aber auf jeden Fall gilt hier 22 km/h, wenn ihr jetzt mit einem Sportboot oder Ähnlichem unterwegs seid. Sven McCall ist auf Twitch mit dem Prime-Sub dabei. Herzlich willkommen an Bord. 10 Monate Fischmarkt. Wolfgang Teufert. Danke dir, Wolfgang. Und Captain Grabak jetzt im 6. Monat auf Twitch mit einem Sub dabei. Danke dir vielmals. Der Hessenblitz. Ein herzliches Gute aus Hesse. 10 Euro Superchat. Danke, lieber Hessenblitz. Kreative Andi sagt, ich soll das mit dem Fuchsschwanz lassen. Auch ich finde so ein Fuchsschwanz hier am Stativ fände ich schon ganz schnieke. Jo, die Harburg legt ab.
Genau, Guido schreibt, Morlock sind 15 Kilometer von hier. Ich war schon einmal da. Wir hatten mal eine Motorradtour gemacht und sind zufällig da in der Nähe vorbeigekommen. Und dann haben wir auch echt einen Stopp gemacht bei Morlock Motors. Micha war leider nicht da, aber wir durften zumindest mal eine Runde über das Gelände drehen. Liebe Zuschauer, hier kommt die Ever Gifted mit ihren rund 400 Metern Länge, 59 Meter Breite und einer Kapazität von etwas über 20.000 Toy. Auf dem Weg nach Hamburg zum Burchardkai. Reik80 ist mit einem Prime-Sub auf Twitch dabei. Reik, danke dir. Der Porsche-Fan hat nochmal genau nachgeguckt. Es sind 20.124 Toy. Ich merke mir das immer so, dass die ganzen Evergreen-Schiffe mit G, also Ever Given, Ever Gifted, Ever Govern und so weiter, das ist die Generation der 20.000 Toy-Klasse und die ganzen neueren mit A, Ever Acme, Ever Apex und so weiter, die haben 24.000 Toy. Und schaut mal da hinten im Hintergrund, das müsste auch schon die San Nicolas Maersk sein. Die kommt auch noch rein. Jetzt haben wir gerade Lotsenwechsel. Ach, was sind das für herrliche Bilder heute. Sascha Anteporter schreibt, liebe eure Fotobox mit Ben, alle nachgeschaut. Ja, die kommen auch bald wieder, die kommen bald wieder. Ben hat sich richtig toll vorbereitet, also da gibt es was, freut euch drauf. Da wird es auf jeden Fall wieder einen richtig schönen Walk geben. ...16 Monate Reeperbahn. Die Britta mit lieben ganz so sonnigen GE. Was ist GE jetzt nochmal? GE? Gelsenkirchen? Nee. Wofür steht GE? Ab und zu muss ich einfach mal die Nase hochziehen. Sorry. Hat sich von den winkenden Männern mal jemand bei uns gemeldet? Also so ganz explizit nicht. Aber ich meine, bei der nächsten Überführung, da war jemand dann wieder an Bord, der zu den 3 winkenden Männern gehört hat. Ankerbengel, Taschentücher habe ich. Das Problem ist nur, dass der Verbrauch ist so hoch, dass ich hier im Sekundentakt die Nase putzen muss. Deshalb muss ich ab und zu mal ein bisschen cheaten und die Nase hochziehen, damit der Vorrat lange genug reicht. Ja, Ankerbengel, im Bettlaken wäre super. Oh, guck mal hier, das ist doch ein schöner Blick. Guckt euch das mal an mit dem Licht von der Seite. Herrlich. Ach. Es geht sogar mit dem Wind. Kann ich auch mal ein bisschen reinzoomen. Safety first. Thomas schreibt, sein Hausarzt hat immer gesagt, Nase hochziehen ist gesünder. Ach, herrlich. Jetzt fangen wir mit der Diskussion an. GE ist Gelsenkirchen. Ach, dann lag ich ja gar nicht so verkehrt. Ja, ich mache gleich ein Foto, aber jetzt kommt erstmal eine Fähre.
Die wird uns jetzt einmal den Blick nehmen. Da hinten biegt die Romina gerade ab in den Kühlbrand. Oh, guck mal, was ich da entdeckt habe. Wow, das wird ja hier noch ein... Wo ist er denn? Da, guck mal. Da können wir auch noch ein bisschen Mondspotten machen. Haben wir heute Vollmond? Sieht fast so aus. Aber wenn wir noch ein bisschen warten, dann wird er auch deutlich besser zu sehen sein. €10 per PayPal sehe ich hier. Ganz, ganz lieben Dank. Anonym. Einen herzlichen Dank an dich. Und jetzt ist auch gleich Zeit für ein Foto. Die Vapo kommt schon. Möchte gleich sicherlich absperren. Und was wir in der letzten Woche tatsächlich ein-, zweimal hatten, war, dass eins von den großen Containerschiffen vorwärts nach Waltershof reingegangen ist. Also auch eine Maersk habe ich da plötzlich vorwärts liegen gesehen. Ich hoffe nicht, dass die jetzt alle mit sowas anfangen und demnächst hier einfach vorwärts reingehen. Ich glaube es eigentlich nicht. Mirko schreibt Vollmond 13. Januar, das wäre dann ja morgen. Da sind wir immerhin kurz davor heute. Guck mal, sobald die Polizei da ist, wird Schwester Hansen auch wach. Männer in Uniform, yeah! Wobei, ich weiß gar nicht, ob das nur Männer sind. Ich hatte letztens irgendeine Reportage gesehen, da kam auch die Vapo vor und da sind durchaus auch einige Frauen. Hast du mal geguckt, sind nur Männer drin? Okay, Hänschen, kannst kommen, sind nur Männer drin.
So, Tiefgangskontrolle. Was haben wir? 10,80 Meter ungefähr. 10,60, 10,80 würde ich mal schätzen. Moin. Da wieder der Job für alle, die Lust auf Höhe haben. Gangway vorbereiten. Also irgendwie mag die Kamera nicht gerade sein. Ja, das sind doch wohl schöne Details, oder? Gerade unten von dem Schraubenwasser, von dem Ruder und dann bei dem Licht. Herrlich. Ja, Matti schreibt oder fragt, warum sind die Brücken immer so unterschiedlich? Mal groß, mal klein. Das ist ganz interessant. Also hier zum Beispiel ist die eigentliche Brücke, also die auch wirklich zu ist, das Brückenhaus ist auch relativ schmal und dann gibt es halt diese Ausleger, die Nock, die dann halt ja, offen ist. Ne? Bei den neueren Evergreen-Schiffen, da ist das alles zu. Das heißt, da steht man schön im Trockenen, auch wenn man ganz außen auf die Nock geht. Letztendlich ist das eine Designfrage. Ja, wie das Schiff gebaut werden soll, das funktioniert beides. Ist natürlich schöner, wenn das alles überdacht ist und man bei schlechtem Wetter Manöver fahren muss. Aber ja, wahrscheinlich am Ende des Tages auch alles eine Kostenfrage.
Mögen eure Sorgen Rizinus im Heißgetränk haben und nie bei euch ankommen. 5 Euro, Knut vom Oberharz. Ganz lieben Dank. Moin. Moin. Ja, Bitteschön. Hallo. Na? du lebst ja wieder. Ja, ja. Wollen mal kurz nach dem Rechten gucken. Das ist ja schön, dass ihr hier seid. Mensch, Ben und Kirsten sind da. Das ist ja lieb von euch. Aber bei dem Wetter muss man ja auch ein bisschen unterwegs sein, oder? Das hast du ja auch nicht Ist das so für gut gehabt, mich? ein Das bisschen. ist Ein Keff. Cappuccino. Oh, ein Cappuccino. Ihr seid aber lieb. Getränk. Dankeschön. Ja, gerne. Und Ja, ein ich bisschen habe- Omega-3, mein Lieber. Ah, hervorragend. Ich habe tatsächlich von Tanja auch eine Kanne Tee mitbekommen und wie Ja, sehr immer gut. vergesse ich natürlich völlig was zu trinken im Eifer des Gefechts. Ja, dann mach das mal jetzt, solange wie noch warm ist. Ne? Aber Genau. dann sind wir dir ja gerade im Prinzip so ein bisschen in die Show gefahren. Ne? Nö, Ne? alles gut. Alles bestens. Ah, ganz schöne Apparate. Vergiftet. Oh, Ja, aber bei dem Licht natürlich auch echt mit dem, Träumchen, ne? mit dem Grün schon beeindruckend. Ja, strahlt ordentlich. Genau. Ja, ich soll dich herzlich grüßen. Ich wurde heute und gestern angesprochen im Hafen. Ach cool, Und man guckt die Streams lieber als Fernsehen. Soll ich dir das ist ausrichten. schön. Das ist ja süß. Von wem? Einfach jemand, der euch getroffen sich hat? Mir nicht vorgestellt. Okay. Okay, dann ein Und, Dankeschön unbekannterweise. Der Herr heute hieß Sandro. Aus Düsseldorf. Sandro. Jawohl. Ja, dann liebe Grüße an Sandro. Ja, hier geht's gleich los. Der eine Schlepper, der wechselt schon rüber. Genau, schmeißen wir einfach da in die Kiste. Lief das ein bisschen aufrecht. Ganz lieben Dank. Ganz lieben Dank. Das werde ich mir nachher reintun. Ja. Nach dem Ja. Ja, da kommt ja noch so eine Maersk. Und ich glaube, gibt einen schönen Sonnenuntergang. Ja, der Sonnenuntergang wird ein Traum heute wieder, glaube ich. Frost ist ja immer ein Garant für schöne Farben. Morgen soll es wieder neblig werden. Ja? Natürlich. Wir Habe ich wieder zumindest- arbeiten müssen. Zumindest im Radio gehört. Okay. Ich weiß jetzt aber nicht, welche Art von Nebel. So. Guck, ihr werdet im Chat auch schon begrüßt. Man Ja. erkennt Ben natürlich an der Stimme. Ja, Mensch, dann ganz herzliche Grüße auch zurück. Ja. Allerherzlichste Grüße. Aus der sonnigsten Stadt Deutschlands. Hamburg. Junge. Die sonnigste du, oder? Ah, ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der sich ständig verhaspelt. Ja, ich lasse im Moment so die Kohlenhydrate und so ein bisschen weg. Und manchmal merkt man das da oben Der in der Schaltzentrale. schlägt ja. auf das Sprachzentrum. 5 Euro kommen von Cordy per PayPal. Danke dir vielmals. Und dann haben wir noch Gigi, der Wahnsinnige. Ist jetzt Reeperbahn-Mitglied. Willkommen an Bord. Gigi, der Wahnsinnige, ja. Und Olaf ist jetzt auch ein Fischmarkt-Mitglied. Willkommen an Bord.
Ja, so macht das auch Spaß. Ne? Von den Tagen hatten wir zu wenig. Ja, Kalt und klar. Ja. Da hatten wir echt zu wenig von. also meistens war es ja eher so kalt und nass Ja, und kein Licht. herrlich hier, guck mal. Aber so, Mit der Elfi. Ein Ensemble. Ein maritimes Ensemble. Ach, schön mit so Schleppers drin, ne? Herrlich. Ja, Fast schon ein Wimmelbild, ne? ja, ich mag ja sowas. Ja, die geht rückwärts rein, ne? Ja. Gehen die ja eigentlich immer, aber wir hatten irgendwie in der letzten oder vorletzten Woche standen mal 1 oder 2 Schiffe, die sind mal vorwärts reingegangen. Ne? Also zumindest eine Maersk habe ich gesehen, die vorwärts drin war. Wahrscheinlich keine Zeit gehabt. Hier, ich habe die Termine. Ja, oder Wind. Sturm, schnell Ja, stimmt, wir anlegen. haben ja Wind gehabt, richtig. Nein, Leute, die Elbphilharmonie, die brennt nicht. Der Wind steht mal wieder etwas komisch. Das ist das Heizkraftwerk, was da hinten in der Hafen City ist. Und aus dieser Richtung, je nachdem wie der Wind steht, sieht es tatsächlich manchmal so aus, als ob die Elfi gerade brennt. Aber alles gut. Evergifted. Zack, rückwärts rein. 400 Meter länger. 20.100 Container. Wahnsinn. Geht aber zügig rum, ne? Ja, das geht aber immer so flott. Also dann das eigentliche Anlegen und so, dann hinten rein, das dauert noch mal. Das ist dann wirklich Millimeterarbeit. Aber hier das eigentliche Drehen, so das haben die echt gut raus, die Jungs. 2,49, Jürgen M. aus Alto. Grüße an Ben vom älteren Ehepaar, das keins ist. Ich glaube, das war vor ein paar Wochen, oder? Wo du mal Grüße ausgerichtet hattest. Mag möglich sein. Ich glaube, du hast Von mal einem älteren irgend... Ehepaar, was keins ist? Ja, Okay. genau. Und dann, Aber man ist ja immer so jung, wie man das fühlt, ne? ja. Naja, es ist auch kein Ehepaar, aber vielleicht ist das ja mal eine Idee. Ja. Guck mal, da links fährt auch der Michel schon raus. Der ist bestimmt unterwegs zur Maersk. Ja, wenn ich das richtig gesehen habe, dann liegt auch keine Fairplay derzeit an der Brücke. Alles unterwegs. Also 2 waren eben an der NYK Romina. Jetzt kommt der Michel. Da hinten sieht man die Maersk schon in schönstem Blau. Mal gucken. Ich hoffe, das geht sich lichtmäßig noch aus, dass sie ein bisschen näher kommt. Da haben wir mal wieder so ein richtig schönes Sundowner Ship-Spotting. Ja. Wird doch mal wieder Zeit. Das wurde echt mal wieder Zeit. Und vor allem auch ein bisschen was los, nicht nur ein so ein Schiff und aus. Ja, ich bin ja froh, dass ihr wieder auf den Beine steht, ne? Ja. Euch hat es ja ganz schön zerledert, glaube ich. Ja, aber du kannst machen, was du willst. Ne? So eine Woche musst du immer rechnen. Ne? Also wenn du irgendwie Erkältung hast, du denkst zwar immer am ersten Tag auch morgen wieder gut. Aber meistens nimmt das dann so eine Welle und wenn es dann bergauf geht, dann braucht man trotzdem noch mal irgendwie 3 Tage. Ja. Aber Das- dafür habt ihr Abwehrkräfte. Naja, Einmal Immunsystem geupdatet. guck mal, da hinten, da ist Michel unterwegs. Michel wird zur Maersk gehen. Mea Klein hat ein Upgrade auf Reeperbahn durchgeführt. Mea, ganz lieben Dank dafür. Also Mitfahrgelegenheit ist auch schon wieder auf dem Weg. Kommt von hinten. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr mal kurz reingeschaut habt. Mal kurz reinkicken, waren sowieso an den Landungsbrücken. Nein, ist ganz lieb von euch. Aber Ja. kurz guten Tag. Ja, Genau. bisschen Verpflegung vorbeigebracht. Genau. Was Warmes braucht der Brücke Mensch, ne? 10. Was ist das, ein Matjes? Natürlich. Ja. Du kennst mich. Ein bisschen. Team Matjes.
Ja, dann war noch viel Erfolg. Ne? Ja, euch noch einen schönen Sonntag. Ne? Genießt Merci. das Wetter, Kommt Ja. gut nachher nach Heim. Ne? Digga. Vergiss nicht, was Warmes zu trinken. Ja, ich habe jede Menge. Jetzt habe ich auch euren Kaffee, jetzt habe ich den Tee. Also, ne? Mal kurz woanders hin. So, viel Spaß. Tschüss. Ciao. Ja, ihr Lieben, da verschwindet die Elbergiftet dann auch so langsam im sogenannten Parkhafen, dem Becken vor Waltershof. Und hier kann man ganz gut sehen, wie flott das geht. Ja, das ist natürlich das Schöne bei dem Wetter, da sind dann viele Leute unterwegs und da kommt dann auch mal der ein oder andere hier vorbei. Ich freue mich auch schon wieder aufs Frühjahr und den Sommer, auf die langen Abende am Bubendei-Ufer. Bitte? Hast du den A380 gesehen da vorne? Ah, auf der Fähre? Ja, den habe ich schon mal gesehen. Den habe ich auch schon mal gefilmt. Aber kann ich irgendwann noch mal zeigen, haben bestimmt noch nicht alle Zuschauer gesehen. Also auf der Lufthansa-Fähre ist vorne am Mast kleiner Modell A380. Das zeige ich euch das nächste Mal noch mal. Hatten wir schon mal, aber ein nettes Detail. 5 € kommen von Bernd aus Bonn. Liebe Grüße auch an die Möwen und Fische in der Elbe. Ja, natürlich. Was wäre die Elbe ohne Möwen und Fische? So, vielleicht kriegen wir gleich noch hier dieses schöne Bild mit der Elbphilharmonie unterm Bug. Da kommt sie, die Elbphilharmonie. Schön eingerahmt. Ah, fast. Mit der Leine, fast. Susan likes cake. Susan asks, what is the artistic building on the other side, the grey one with the amazing roof? That is our concert hall called Elbphilharmonie. So, ich muss mal schnell umschwenken, denn Elbergiftet ist weg. Da kommt einer von unseren kleinen Lieblingen. Fairplay 94, wahrscheinlich auf dem Werk zur San Niklas Maersk.
Guido Jakobs, 2 Euro fürs Phrasenschwein. Dankeschön. Oh, sag mal, ist der da schon im T-Shirt an Deck? Captain Chaos. Hieß es nicht vor kurzem noch, dauert noch eine Weile, bis man wieder draußen rumstehen kann. Ja, die Weile ist doch vorbei. Weile ist ja so ein schöner Begriff mit Auslegungspotenzial. Wenn jetzt das Wetter so gewesen wäre wie die letzten Tage die Woche, also bis Freitag, dann hätte ich mich jetzt höchstwahrscheinlich hier auch nicht hingestellt. Aber Sonnenstrahlen machen ja auch gesund. Und da im Hintergrund sehen wir jetzt auch die San Niklas Maersk in schönem Blau. Müsste sich lichtmäßig eigentlich ganz gut ausgehen, jetzt mit dem Sonnenuntergang. Herrlich. Ja, viele von euch wissen das. Ich habe ja so einen kleinen Lichtfetisch. Also immer wenn richtig tolles Licht ist, dann geht bei mir echt das Herz auf. Und man sieht es ja auch. Also jeder, der fotografiert, der weiß, Licht ist einfach das Wichtigste. Ihr könnt die teuerste Kamera der Welt haben. Wenn das Licht nicht passt, dann wird das nichts. Captain Numalfix, warum sagst du nicht mehr sensationell zu teuer? Naja, ihr habt mich ja dazu gebracht, dass ich das quasi inflationär benutzen musste. Aber um das hier mal an der passenden Stelle unterzubringen, das Licht heute ist schon wirklich sensationell. AB fragt nach einem günstigen und guten Hotel.
Das ist immer nicht so einfach, gerade gut und günstig. Also so ein kleiner Geheimtipp ist ja die Seemannsmission in Altona. Wenn ihr wirklich was Günstiges in hervorragender Lage sucht, dann Seemannsmission Altona. Die haben halt auch Zimmer für Nicht-Seeleute und da sind schon ganz viele von unseren Zuschauern abgestiegen und die meisten waren echt hellauf begeistert, vor allem weil du aus dem Zimmer purzelst und direkt am Wasser stehst. Vielleicht ist das ja was für euch. 10 € für den sensationellen Stream kommen von Uli Reinders. Uli, danke dir. Da kommt jetzt auch Fairplay 94 langsam an. Die sollen sich mal ein bisschen Zeit lassen und erst hier bei uns anspannen. Ich glaube, zum Rüschpack muss ich auch mal wieder. Beim Rüschpack sieht man mehr von den Schleppermanövern. Dafür dann nicht so viel vom Einparken, vom Drehen. Thekla. Was ist Thekla? Ein kleiner Bulker, oder? Auf jeden Fall ist bei Thekla Reinemachen angesagt. So, die Maersk scheint wirklich sich bei schönstem Licht hier reinzuschieben. Schönes Schiff, schöne Farbe, schönes Licht. Die drei Schöns. Guck mal, es sieht so aus, als ob der Schornstein zur Maersk gehört. Ja. Languste sagt, Thekla müsste auch eine Figur aus der griechischen Mythologie sein. Nee, Thekla ist die Spinne aus der Biene Maya. Oder? Die hieß doch Thekla. Hier, André schreibt es auch. Thekla war die Spinne bei Biene Maya. Genau. Thorsten fragt, wie hoch ist der Aufbau bis zur Brücke? Ist so ein bisschen natürlich schiffsgrößenabhängig, aber so über den Daumen sind die Brücken über der Wasserkante so zwischen 40 und 55 Meter. Vielleicht auch 60 bei den ganz Großen. Ja, Andi Sattelschlepper, 5 Schweizer Franken. Danke, mein Lieber. Hab ich's nicht vorhin gesagt. Der Paddy eskaliert heute wieder. Sensationell. Hab ich's nicht gesagt. Das ist übrigens auch so ein schöner Spruch. Ich hab's dir doch gesagt. Guck mal, das sieht auch cool aus, oder? Die Abgase von dem Maersk-Schornstein
machen den Schornstein vom Kraftwerk ganz unscharf. Das sieht irgendwie auch surreal aus. Lotse gerade dran. TV Pet, ganz lieben Dank für 5 Euro. Ja, die fährt aber auch wirklich so die Linie, dass man denkt, dass dieser Schornstein zum Schiff gehört. Also wenn man da jetzt mit dem bloßen Auge hinguckt, da ist das ja deutlich weiter weg, dann täuscht es schon. Die ganzen Schiffe, die irgendwie Sun heißen, das waren ja früher die Cap Sun Schiffe, gehörten zur Reederei Hamburg Süd, waren damals ganz in Rot, Hamburg Süd wurde dann ja von Maersk aufgekauft und nach wurden die Schiffe dann alle umlackiert auf die Maersk-Lackierung. Ja, so ist halt das Business. Gerade als Hamburger weint man dem natürlich eine ganz, ganz dicke Träne hinterher, den Hamburg Süd Schiffen. Aber ich bin ja froh, dass sie wenigstens blau geworden sind. Also auch nicht die schlechteste Farbe, das Blau von Maersk. Hartelhütte, 2 Euro Superchat. Maersk Racing Blue, ja. So kann man es auch nennen. So kann man es auch nennen. Und der Reini verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Reini, ich danke dir vielmals. Dann haben wir Matthias V. seit 5 Monaten bei der Speicherstadt. Und er schreibt, war wieder schön heute Morgen in Hamburg auf dem Fischmarkt. Oh, wer kommt denn da? Mit Gehupe. Die Elbmeile. Also Matthias war auf dem Fischmarkt. Matthias, ich hoffe, du hattest Spaß. War mir ein bisschen zu früh heute. Wieder eine Fähre durch. Postbüttel möchte wissen, wann es mal wieder ein Quiz gibt. Ja, in der Tat habe ich da heute Nacht drüber nachgedacht. Ich muss das jetzt die Tage mal... Ja, ich muss das so ein bisschen austüfteln, denn durch die neue Technik hier haben wir eine höhere Latenz. Und ich muss jetzt mal gucken, ob ich das hinkriege, wenn ich einfach die Antwortzeit für die Fragen erhöhe, dass das dann klappt.
Das ist eigentlich so das Hauptproblem. Und da muss ich mich einfach irgendwann mal hinsetzen und das mal wieder austüfteln. Leutnant Werner mit 2,49. Liebe Grüße von Ina und Uli aus Hannover. Dankeschön. Headhunter Novi, was für eine Frage hast du denn? Hau raus. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Ja, ein Test-Quiz-Stream, Postbüdel, ja. Ich glaube, das muss ich erstmal alleine austüfteln. Wenn wir jetzt noch mit Quizfragen rumtüfteln. Aber ja, ich weiß, die Quizze sind eine schöne Sache. Und ich möchte die ungern einstampfen. Christoph Kuhlmann, ganz lieben Dank, 5 Euro. San Niklas bedeutet zu Deutsch Heiliger Nikolaus. Etwas spät dran, ja. Das stimmt, etwas spät dran. Ja, Stefan schreibt, dass ihm eine Live-Latency von 4,2 Sekunden angezeigt werden. Stefan, das Trügerische daran ist, dass da noch ein Server zwischen ist. Und zu dem Server hin haben wir auch noch mal 6 bis 7 Sekunden Latenz. Und das ist eine Latenz, die du nicht angezeigt bekommst. Ach, siehst du, Headhunter Novi, wurde schon beantwortet die Frage. Klappt doch. Ja, ich verspreche, dass ich mich da dran setze an das Quiz. Ich verspreche. Darkentoasten. Moin, mein Lieber. Na? Moin. So, was hatten wir denn hier? Darkentoasten im 6. Monat mit einem Prime-Sub auf Twitch dabei. Dankeschön. Dann der cholerische Delfin. Ist im 3. Monat auf Twitch dabei. Schreibt Moin zusammen. Umhängetasche und Oberteil für die Holde sind angekommen. Vielen Dank. Die Sachen sehen live sogar noch besser aus. Wir sind schwer begeistert. Ja, danke für das Feedback. Wir hatten jetzt übrigens aber auch mal ein Feedback von einer Kaffeetasse. Diese Sachen, die werden ja für uns bedruckt. Das macht ja Spreadshirt. Das ist ja so ein Print-on-Demand-Dienst. Und da hat sich tatsächlich der Druck in der Spülmaschine wohl gelöst. Also wenn ihr da mal irgendwie sowas habt in der Richtung, dass diese bedruckten Sachen, ja, dass die sich irgendwie in Luft auflösen oder die Qualität nicht stimmt. Spreadshirt hat einen sehr guten Service. Also wenn ihr da hinschreibt, das reklamiert, ein kurzes Foto mitschickt, im Normalfall bekommt ihr da relativ schnell Ersatz. 5 Euro, Guido Jakobs. Schicken Sie bitte einen frankierten Rückumschlag an Hamburg Hafen Live Deck 7. Wofür denn? Habe ich wieder die Hälfte nicht mitbekommen. Oh, herrlich. Herrlich in dem Licht, oder? Mehr geht doch nicht. Du telefonierst nicht mehr, ne? Ich telefoniere nicht, nee. Du warst gerade mit jemandem sprechen, ich wollte nicht. Ich mache einen Livestream. Ah, ich mache einen Livestream. Ich spreche mit den Zuschauern. Oh, dann will ich doch. Darf ich fragen, was oder ist ihr gerade noch mit? Das läuft auf YouTube und auf Twitch.
Ah, okay. Hamburg Hafen Live nennt sich der Kanal. Ach guck mal, Martin hat sogar eine Postkarte von uns dabei. Mensch, Martin, Ich habe so viel Geld. Wahnsinn. Der schickt mir mal eine Karte mit. Ach, wegen dem Quiz, schreibt Guido nochmal. Einen frankierten Rückumschlag. Ja, stimmt. Aber wisst ihr noch früher mit Autogrammkarten von Stars, wenn man dann irgendwie so Hitparade oder sowas geguckt hat und ein Autogramm haben wollte, musste man auch immer einen frankierten Rückumschlag schicken. Ich erlaube mir aber mal einen kleinen Snack. Und gleich auch mal einen warmen Tee. Tu mal das Mikro ein bisschen weiter weg. So, ich bin wieder bei euch. Mal gerade einen kleinen Snack eingeworfen. €2 Superchat kommen hier von Rich und er schreibt ein Abtropfschwämmchen unter meiner Nase. Ja, nun, das ist leider so. Mit dem Naselaufen, was soll ich machen? Aber danke dir. €2 kommen auch von Guido mit Doppel-Q. Und er schreibt, es hat noch nicht genug Guidos hier.
Oh, Guidos haben wir einige. Herzlichen Dank. Außerdem dann bei unserem Fischmarktes-Mitglied, der Dittasch. Ich danke dir vielmals. Herzlich willkommen an Bord. Ja, ich habe ein paar Fotos gemacht. Aber danke, dass ihr mich erinnert. Oh, und guck mal da hinten, der Michel. Auch immer wieder toll anzusehen. Meeresschiffe gehen normalerweise immer alle ans Eurogate ran. Die wird wahrscheinlich vorwärts reingehen in den sogenannten Parkhafen, denn so lang ist sie nicht. Mit ihren rund 330 Metern ist das Schiff handlich genug, um es im Parkhafen zu drehen und nicht dafür die Elbe sperren zu müssen. Andreas Schweiger, 249 mit einem Moin Moin nach Hamburg. Danke Andreas, aber du weißt doch, Moin Moin ist schon Geschwätz. Wir sagen nur Moin. Ja, Remo hat noch ein paar Hamburg-Süd-Container entdeckt. Klar, die Hamburg-Süd-Container, die werden nicht alle umlackiert, denke ich mal. Die werden noch benutzt, bis sie dann durch sind. Robert fragt, wie weiß der Schlepperfahrer, wo er hinfährt, wenn er zum Schiff schaut? Das hat der Philipp von Fairplay 95 mal sehr schön erklärt, als wir bei ihm mit an Bord waren. Also erstmal kennen die Schlepperfahrer die Elbe extrem gut. Die wissen ganz genau, wo sie hinfahren. Zweitens ist es so, wenn da etwas hinter ihm sein sollte, das hat er ganz lustig formuliert, wenn da tatsächlich etwas hinter ihm sein sollte, dann ist der Schlepper das kleinste Problem, was das Schiff hinter ihm hat. Denn normalerweise kommt da dann nochmal so ein richtig großes, dickes Schiff. Und zudem ist es ja so, dass natürlich das Schiff dem assistiert wird. Das hat ja einen gewissen Kurs. Also in dem Fall hier die St. Nicholas Maersk, die hat ja einen gewissen Kurs drauf und der Schlepper, der muss eigentlich nur dort vorwegfahren. Und der kann auch davon ausgehen, dass hinter ihm frei ist. Alleine deshalb, weil da halt so ein Großcontainerschiff kommt.
Aber schau gerne mal in unseren Stream rein, den wir mit Fairplay 95 gemacht haben. Der letzte ist jetzt ungefähr, ich weiß gar nicht, wie lange der her ist, 6 bis 8 Wochen oder so. Ich weiß nicht, ob vielleicht unsere Moderatoren den vielleicht noch mal raussuchen können. Basti, wenn du noch da bist. Basti, der findet den bestimmt relativ schnell. Und da wurde die Frage unter anderem auch sehr schön beantwortet. Ja, Foto, Foto, Foto. Ihr habt ja recht. Ja, und ihr seht, das geht jetzt flitti-flotti. Dann ist das Schiff verschwunden. Boah, Wahnsinnsfarben. Komm, nochmal für euch. Sensationell die Farben, oder? Malte ist da, der Kanalschauer. Moin Malte. Hendrik fragt, ob ich die MSC Bianca noch plane. Also eigentlich wollte ich jetzt ganz gerne gleich nach der Maersk hier Schluss machen. Mit diesen wunderbaren Sonnenuntergangsbildern. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir denn jetzt schon live? Ungefähr 1,5 Stunden oder so. Muss mich ja mal langsam wieder rantasten an das Streamen draußen. Wo ist sie denn, die MSC? Diese Farben, Leute. Genau, Malte. Du sagst es, die Tage werden länger, mehr Tageslicht zum Streamen. Ich mag ja durchaus auch die Streams bei Dunkelheit, gerade mit den ganzen Hafenlichtern, aber so ein bisschen Tageslicht. Also ich sag mal zumindest mal so bis 19 Uhr, das ist schon nicht so verkehrt. Oh, die MSC ist noch nicht mal im Brunsbüttel vorbei, ja. Nee, Leute. Leute. Ja, ich glaube, jetzt ist auch das meiste so durch, wenn ich das richtig einschätze. Genau, wir wollen mal nicht übertreiben. Außerdem sind solche Streams, wo man dann ein paar Highlights hat und die dann auch irgendwann ein Ende finden, immer ganz schön zum Nachgucken. Es gibt ja doch eine ganze Menge Zuschauer, die dann auch nachträglich die Streams gucken. Und gerade dann mit so einem
Highlight wie der Evergifted und dann so einem schönen Abschluss wie die St. Niklas Maersk passt das doch eigentlich ganz gut. Wobei mich ja die Planespotter immer auslachen. Bei denen geht ja nichts unter einem 5-Stunden-Stream. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Belichtung von der zweiten Kamera los? Ach, die hat gerade komisches Gegenlicht. Manuela haut nochmal 2 Euro raus und schreibt: sensationelle Farben, sensationeller Stream. Danke dir. Ganz lieb. Danke. So, jetzt will ich mal gucken, ob hier die... funktioniert denn das hier? Das Bild in Bild? Da ist es doch. Da ist doch das Bild in Bild. Ja, ihr lieben Mensch, das war ja fast schon ein perfekter Streamtag. Richtig schönes Wetter, ganz tolles Licht, wenig Wind, zwar frisch, aber durchaus gut auszuhalten. Ein paar sehr, sehr schöne Schiffe dabei, ein paar Highlights, Evergifted, ein Riesending, die St. Niklas Maersk, vorher noch die NYK und ganz am Anfang hatten wir noch einen schönen Bulker. Das ging also sehr schön Schlag auf Schlag. Wirklich ein Stream, so, ja, das ist so nach Paddys Geschmack. Könnten jetzt noch so 2 Schiffchen hinterherkommen, aber das ist jetzt leider nicht. Von daher passt das, glaube ich, ganz gut und wir machen jetzt mal den Deckel drauf. Euch ganz lieben Dank dafür, dass ihr uns immer ordentlich unterstützt hier im Stream, sowohl im Chat mit dem Schreiben, aber auch für die ganzen Likes, die ganzen Däumchen, die Abos, die Follows, egal ob auf YouTube oder auf Twitch. Vielen Dank natürlich auch für eure monetäre Unterstützung in Form von Spenden, aber auch Mitgliedschaften auf YouTube, aber auch natürlich auf Twitch mit den Subs und den Bits. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ist immer doch eine ganze Menge. Ich hoffe, ich habe jetzt auch heute niemanden vergessen hier noch in den letzten Zügen. Denn das ist mir gestern wieder passiert, dass mir da jemand durch die Lappen gegangen ist, gerade als ich abmoderiert habe. Ja, habt doch noch einen schönen Sonntag. Ich packe jetzt mal langsam ein, fahre dann nach Hause, lege noch die Füße ein bisschen hoch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Stream. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ach ja, ganz dickes Dankeschön natürlich an unsere Moderatoren. Die darf man auf gar keinen Fall vergessen. Die lieben Moderatoren. So, jetzt aber. Tschüss.